Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi, einhändige Handhabung. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicon-Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium. Ihr seht, das ist schon deutlich taktischer geworden. Das heißt, die Jäger und die Sportschützen sind jetzt raus, inklusive mir. Es geht heute darum, um einhändige Tätigkeiten, wie zum Beispiel Nachladen, Störungsbeseitigung. Man ist verletzt, man ist irgendwie anders gebunden, weil man einen Kameraden rausziehen muss oder so. Das ist was du ausbildest, wo du dich gut auskennst. Deswegen, ich bin mal aus dem Weg. Wenn du deine Langwaffe brauchst, sagst Bescheid, dann bringe ich sie dir ran. Alles klar, danke. Ja, ich spreche jetzt vor allen Dingen die Polizeibeamten an, vielleicht auch den Soldaten. Es ist immer möglich, dass wir uns verletzen. Ich werde jetzt nur das Beispiel nehmen, ich bin am linken Arm verletzt und muss jetzt meine Waffe manipulieren mit rechts. Im Prinzip ist das genau das gleiche mit links, nur ein bisschen Zeit sparen. Ich zeige jetzt nur rechts. Einhändiges Schießen. Links bin ich verwundet. Ziehen. Brauche ich nicht zu sagen, ist im Prinzip genau das gleiche, außer dass ich nicht unterstützen kann. Das nächste ist die Störung 1 als Beispiel. Tap, Rack und der Feuerkampf führen. Denke ich mal, ist auch kein Problem, kann man sich vorstellen. Ihr könnt letztendlich irgendwo gegenschlagen. Ich nehme das Bein. Es funktioniert, deswegen mache ich es genauso. Wenn wir jetzt eine Störung 2 darstellen, Standby, Hep, abkrümmen, nichts passiert. Was ich jetzt machen muss, ich muss irgendwie den Verschluss nach hinten kriegen. Identifizieren, Verschluss, Fanghebel, irgendwie den Verschluss nach hinten bringen, dann Magazin auslösen. Eine Möglichkeit, nicht meine Möglichkeit. Was ich euch zeige, ist jetzt die allereinfachste Möglichkeit. Ich drücke nur auf den Verschlussfanghebel, drücke drauf, fällt jetzt raus. Zweite Möglichkeit, es fällt nicht raus. Und das ist das, was uns eigentlich immer passiert. Ich drücke drauf und nur mit einer Energie runterschlagen. Dann 1, 2, 3, Waffe zwischen die Beine, Magazin rein, durchladen. Das möchte ich euch nochmal zeigen. Das ist mein Weg. Egal, was euch gezeigt wird, ich mache das so. Standby. Hep, abkrümmen. Identifizieren. Raus. 1, 2, 3. Ist nicht viel. Passt ein bisschen auf die Sicherheit auf, dann ist das kein Problem. Störung 3. Standby. Hep, abkrümmen. Nichts passiert. Irgendwo am Körper raus damit und treffen. Denke ich mal, ist auch kein Problem. Irgendwie die Hülse rausfeudeln. Die Störung 4, einhändig. Standby. Hep, ich krümme ab, nichts passiert. Ich identifiziere, anschließend verschließe ich den Verschluss. Einfach irgendwo gegen den Körper schlagen und treffen. Das ist im Grunde genommen alles. So, nächstes Thema, Nachladen einhändig. Standby. Hep. Ich krümme ab. Ich identifiziere, leer geschossen. Magazin auswerfen, zwischen die Beine. Magazin einführen. Durchladen und treffen. Letztes Thema ist Magazinwechsel. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe jetzt mit dem Magazin geschossen, ich muss wechseln. Ich lege das unten auf den Boden ab. Magazin zwischen die Beine. Ich bin feuerbereit, ich stelle fest, keine Bedrohung. Ich holster und stecke das weg. Das ist zur Pistole einhändig zu sagen. Einzige Problematik, die wir haben bei links, wir machen links alles wie rechts, außer den Verschluss verriegeln. Da müsst ihr halt zusehen, wie ihr irgendwie einen Griff kriegt, dass wir jetzt verriegeln. Ich habe links gearbeitet,
zum Beispiel mit dem Schuh nach vorne und dann können wir hier mit dem Zeigefinger arretieren. Das ist die einzige Sache, weil wir hier nur einseitig arbeiten. Ansonsten ist alles gleich. Gut. Sturmgewehr. Beim Sturmgewehr ist die einzige Schwierigkeit, irgendwie den Verschlussfanghebel zu nutzen. Ich zeige das gleich mal. Erste Sache, wir müssen erstmal einhändig schießen können. Standby. Hep. Ich bin genauso präzise, ich brauche nur mehr Zeit. Störung 1 ist Tap Rack. Standby. Hep. Sichern. Tap. Waffe irgendwie am Boden kontrollieren. Durchladen. Und treffen. Störung 2. Erinnern wir uns, wir müssen irgendwie das Magazin rauskriegen und mehrfach durchladen. Standby. Hep. Abkrümmen, nichts passiert. Sichern, identifizieren. Waffe unter Kontrolle bringen. Magazinlesehebel mit Gewalt rausziehen. 1, 2, 3. Wenn es funktioniert, ist schön. Jetzt habe ich sie fest reingeschlagen. Heißt für mich, die Waffe ablegen. Irgendwie den Verschluss nach hinten. Das heißt, hinten arretieren. Mit dem Fuß den Verschlussfanghebel arretieren. Versuchen auszukippen. Haut hin oder nicht. Wenn es nicht hinhaut, genau wie beidhändig. 1, 2, 3. Und treffen. Gut. Störung 3. Erinnern wir uns, AR, die Besonderheit. Passt auf, nicht einfach wie beim G36 wegschlagen. Wir müssen erst arretieren und dann rausziehen. Standby. Hep, abkrümmen, nichts passiert. Identifizieren, irgendwie die Hülse rauskriegen. Verschluss nach hinten. Jetzt habe ich gesehen, sie ist ausgeworfen. Ich habe auch gesehen, dass die zweite raus ist. Das ist nicht immer der Fall. Wenn es nicht immer der Fall ist, lieber nochmal nachschauen. Arretieren, checken. Alles sieht gut aus. Bei mir ist jetzt sehr einfach. Ich brauche mit dem Zeigefinger nur arbeiten. Und treffen. So, Störung 4 ist jetzt mal was besonders Leichtes. Standby. Hep, abkrümmen, nichts passiert. So, jetzt habe ich zwei Optionen. Ich kann einerseits hier festhalten und runterdrücken. Fast immer reicht das, wenn ich einmal runtergehe, dann verriegelt er. Durchladen und weiterschießen. Das ist die Störung 1 bis 4. Rosi, vielen Dank für die Demonstration. Ist jetzt für mich jetzt natürlich eher ungeeignet. Du hast es wahrscheinlich aufgesogen, fandest es alles. Du hast es wahrscheinlich auch schon 1000-mal gesehen von Rosi. Nee, hat er tatsächlich nicht. Okay. Oder schon mal gesehen? Ich glaube, das erste Mal für dich. Ist halt eine Weiterbildung. Ja. Wir selber trainieren das tatsächlich erst, wenn alle Basics abgeschlossen sind. Wenn ich also weiß, er beherrscht alles von A bis Z, dann gehen wir an die verwundeten Die Drills. Handhabung ist sicher. Genau. Ne? Perfekt. Ihr habt gesehen, wenn man es so macht, wie ich es mache, dann ist das sicher. Aber man kann eine Menge falsch machen. Das heißt, wirklich, Sicherheit geht vor alles. Perfekt, ja. Ja, super. Also wie gesagt, wenn ihr euch sowas interessiert, dann entsprechende Kurse besuchen, für die ihr auch natürlich die Bedürfnisse habt. Wollte ich gerade sagen, ausschließlich Behördentraining. Exakt, ja. Aber auf jeden Fall cool, dass man es mal so sehen kann auch auf jeden Fall. Ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten schaut einmal in die Videobeschreibung für unsere Sponsoren, auch am Anfang und am Ende jedes Videos zu sehen. Die haben diese Serie hier unterstützt und uns natürlich dann auch das ermöglicht, dass wir euch das zeigen können. Und ich denke, in den nächsten 2 Videos bleiben wir hier in dem taktischen Bereich. Das wird auch sehr spannend, also auf jeden Fall wieder einschalten. Von daher, bis dahin, macht's gut. Bye, bye. Wow.
Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.